Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein der dritte Teil zum Unterarmschild. Heute in dem Teil werden wir das Ganze dann pinseln, ein bisschen hübsch machen, dass das ein bisschen nach was aussieht und dann hoffen wir mal, dass das Ganze nicht ganz so schlimm aussieht. Wenn euch das Ganze bisher gefallen hat, Daumen hoch, teilen, liken, Kommentare, was auch immer. Freue ich mich drüber. Alle, die mich schon abonniert haben, danke, freut mich riesig. Auch die letzten Zeit kriege ich öfters schon mal Anschriften von Leuten, die sich bedanken für den Kanal. Freut mich ungemein. Macht auch wieder Spaß, ein paar neue Videos zu machen. Dafür danke, bleibt dran. Geht jetzt gleich weiter. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal wieder loslegen. Und zwar ist Latex in der Dose mit schwarzer Abtönfarbe gefärbt. Mal wieder hier eins meiner tollen eigengemachten Pinselteile. Ja. Und dann fangen wir mal an. Ich werde jetzt nur ein Stück dann machen, damit ihr halt nicht wieder total gelangweilt seid. Der Rest mache ich dann mal wieder ohne, dass ihr das seht. Das ist halt immer selber eigentlich. X Schichten schwarz drauf und dann halt die Farbschicht. Aber das mit der Farbschicht, das ist ja noch immer halbwegs irgendwie interessant. Wie gesagt, das mit dem Schwarz ist immer dasselbe. Da ändert sich eigentlich auch nichts. So. Ich habe schon mal ein bisschen was vorgearbeitet und zwar bin ich jetzt hier hingegangen. Habe das Ganze dünn mit Schwarz drüber gemacht und habe dann mit der Spitze quasi hier von dem Modellierwerkzeug so Riefen reingemacht. Könnt ihr auch, ich sag jetzt mal, es darf nicht zu scharf sein, ihr könnt eine Spitze nehmen oder vom Kamm, dass da so ein bisschen was, oder sag schnell eine Gabel. Auf jeden Fall soll das nicht scharf sein, aber so halbwegs ein bisschen spitz zulaufen. Ja, dann macht er einfach hier so ein bisschen so Riefen rein, dass das schon so ein bisschen abgenutzt aussieht, aber nicht zu abgenutzt. So, dann machen wir das Ganze jetzt am Rand auch noch. Und dann können wir schon bald anfangen, die richtige Farbe drauf. Ich habe hier zwei alte Dosen vom Flexipaint. Je nachdem kann man auch die Latexdosen. Dann kann man das nämlich immer so schön da drauf stellen. So als kleiner Tipp von mir. Ich glaube, das hier braucht man nicht. Wie immer, schöne Zeitungsunterlage, ne, damit ihr euch da nicht alles voll saut. Ihr wisst ja, ich klecker ja immer gern. Jetzt haben wir ja den Rand soweit schon mal drauf. Den werden wir jetzt auch noch so ein bisschen verranzen. Dafür habe ich jetzt mit Latex von der Spitze runter, ne, dass das wieder sauber ist. Und dann macht er einfach so, wie gesagt, können wir mit Kamm machen, am Dings. Einfach so mit der Spitze so ein bisschen drüber gehen. Dann sieht das nachher schon ein bisschen abgenutzt aus. Also muss man jetzt nicht, aber in dem Fall habe ich einfach mal Bock, wieder so ein bisschen was Verranztes zu bauen. Soll jetzt keinen Rost kriegen, aber halt, dass man sieht, dass das Teil auch, ich sag jetzt mal, in Benutzung ist. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber schauen wir mal, wie es dann nachher aussieht. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich das mal auf der Rückseite auch mache. So, rein für die Optik. Obwohl die Rückseite ja eigentlich nicht viel abkriegen kann, weil hier innen liegt. Ich denke mal, innen mache ich nichts. Das lasse ich dann so. Dann wollen wir mal weitermachen. Schwarz ist jetzt trocken. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Rückseite machen wir nicht groß verranzt. Machen wir das Ganze jetzt erstmal mit Silber. So, das Ganze mal. So. Gucken, dass das nicht zu dick drauf macht. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann machen wir die Rückseite. Ja, dann geht es mal weiter mit der Rückseite und noch ein bisschen von der Kante. Jetzt muss ich das ein bisschen wieder
die Lederriemen hier zusammen frickeln, damit die hier nicht so rumfliegen. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. Und dann gehen wir noch ein bisschen mit Silber drüber. Dann wollen wir mal weitermachen, Leute. Das Ganze ist jetzt soweit trocken. Jetzt bin ich am Überlegen. Gucken, ist das ein bisschen zu hell? Also eigentlich, es geht. Ich war am Überlegen, noch ein bisschen nachdunkeln. Ich glaube, das mache ich auch noch. Das mit schwarzes Latex. Kann man natürlich auch mit Flexipin machen. So ganz dünn. Machen wir so ein bisschen drüber hin, dass das nämlich ganz so glänzt, das Silber. Damit ich dann nachher nochmal mit nur Acrylfarbe drüber gehen kann, dass der einen schöneren Metalleffekt kriegt. Mal wieder so ein bisschen das Schwarz runter, dass das nachher nicht so dick drauf ist. Sieht das Schwarz, also was heißt das Schwarz, das Silber so ein bisschen, ich sag jetzt mal, dreckig aus. Aber das sieht dann nachher besser aus, wenn er dann das Silber dann drauf macht. So könnt ihr auch Stellen, die euch dann zu hell geworden sind, dann ein bisschen nachdunkeln. Das sieht nachher nämlich ja nicht mehr so übel aus. Das gibt dem Metall so ein bisschen, ich sag jetzt mal so ein bisschen gammligeren alten Look. Da kann man nämlich dann mit der Acrylfarbe noch überall so ein bisschen die Kanten, noch so ein paar Akzente setzen. So Highlights. Ja, seht ihr, das Ganze ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Wie gesagt, macht er dann an den Stellen, wo es dann ein bisschen zu hell vielleicht, da habt ihr dann ein bisschen zu viel Silber drauf, das passiert auch andauernd. Damit wird es dann wieder ein bisschen nachgedunkelt, wie ihr hier sehen könnt. Ne? Ist relativ dunkel. Und dann gucken wir mal. Hat man wieder keine Geduld, wird direkt mal wieder mit Silber drüber gehen. Nämlich ganz einfach silberne Acrylfarbe. Ein Schwamm, ja, nehmen wir besser ein bisschen größeren. Dann gut abtupfen, dass nicht zu dick drauf ist. Und dann kann man hingehen und wieder dann ein bisschen bürsten. Ne? Ich glaube, ich werde das auch, ja, ich bürste so ein bisschen drüber. Ich glaube, das gibt einen guten Effekt. Bei der Größe wirkt das dann noch ganz anders. Da muss man dann auch, ja, klebt noch ein bisschen was. Da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken, wie das dann nachher wirkt. Auf manchen Flächen wirken einige Sachen nicht so gut wie auf anderen Flächen, also von der Größe her. Ja, wie ihr seht, das Silber kommt dann viel besser zur Geltung. Das sieht dann auch ein bisschen metallischer aus, ein bisschen ranzig. Muss man halt immer gucken, dass da nicht so viel Silber dann auf dem Schwamm oder Pinsel habt, dass das dann zu dick ist. Lieber dann nochmal irgendwie drüber gehen. Ja, so sieht das momentan aus. Das Ganze lassen wir jetzt mal trocknen. Dann werden wir das Ganze jetzt erstmal topcoaten. Dann haben wir die Front schon mal fertig. Lassen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Ja Leute, was soll ich sagen?
Das ist vollbracht, ne? Ich mach mal kurz. So sieht das Ganze dann aus, ne? Hab jetzt nicht richtig fest, ich muss noch ein paar Löcher machen, wie gesagt, mit meinen Ärmchen, die sind ein bisschen zu schmal, aber wenn er da noch ein bisschen was drüber tragt, geht es. Ich denke mal, ne? Sieht ganz gut aus. Ich mache das Ding mal vom Arm wieder ab. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.